Hallo, heute zeigen wir euch einen Wischsaugroboter von der Firma Yedi, den Hybrid 2, Saugroboter und Wischfunktion. Los geht's nach dem Intro. Der Saugroboter erkennt Räume nicht wie die meisten Roboter mit einer Lasertechnik, sondern hier ist eine Kamera verbaut, die den Abstand zur Decke, Räume erkennt und aufzeichnet. Vorteil bei diesem System ist natürlich, dass auf dem Roboter kein Laser oben aufgebaut ist, der sonst störend sein könnte, wenn man zum Beispiel unter kleine Tische, Sofas etc. drunter muss. Er hat eine Höhe von gerade mal 7,7 cm, was natürlich ein echter Pluspunkt hier ist. Die Saugleistung ist auch sehr, sehr stark. Hier sprechen wir von 2500 PA und er hat einen integrierten Wassertank, wo 250 Milliliter reinpassen. Hiermit kann man ungefähr Räume bzw. Flächen bis zu 260 Quadratmeter reinigen lassen. Wir haben einen Akku, der ungefähr eine Laufzeit von 200 Minuten bietet. Wir sprechen hier von 5200 mA. Das ist schon eine richtig ordentliche Power. So, jetzt zeigen wir euch mal, was er kann. Jetzt gibt er auch mal Vollgas. Eingestellt ist er auf leichte Stufe. Wir können in der App noch sagen, er soll mittel- oder stark reinigen. Hier hat er jetzt schon richtig viel mitgenommen. Man sieht es natürlich, ein paar Reste sind noch vorhanden, aber die holt er sich dann natürlich im zweiten Gang, wenn er nochmal drüber geht. Vom Saugergebnis kann ich euch schon mal vorneweg sagen, ist der richtig gut. Im Vergleich dazu nutze ich selber ein Ecovacs Deboat Osmo aktuell. Und ich kann mich echt mit dem Yedi jetzt nicht beschweren. Der macht einen super Job. Wo er ab und zu hängt, ist wirklich so in der Raumaufteilung, da er hier wirklich mit der Kamera arbeitet, was nicht unbedingt schlecht ist, wobei der Laser schon wirklich präziser arbeitet und natürlich auch die Gegenstände erkennt, was er jetzt nicht kann, da er sich ja nur über die Decke durch den Raum navigiert. So, jetzt zeigen wir euch auch mal, wie er mit Teppichen zurechtkommt. Vorneweg, er hat keine Teppicherkennung. Das merken wir auch jetzt hier. Er tut sich dort natürlich ein bisschen schwerer im Vergleich jetzt zu dem Deboat Osmo, der eine Teppicherkennung hat. Der gibt natürlich auf dem Teppich Vollgas und reinigt natürlich dadurch intensiver. Wir haben hier auch mal ein bisschen Schmutz vorbereitet und wollen mal gucken, wie er damit zurechtkommt. Laut Hersteller wird natürlich empfohlen, keinen Hochflorteppich zu nutzen. Hier eher ein Niedrigflorteppich, damit hätten sie keine Probleme. Man sieht jetzt schon, beim ersten Mal verteilt er das natürlich gut und arbeitet das auch schön in die Fasern ein, sodass er wahrscheinlich nicht alles rauskriegt. Aber wie gesagt, der Teppich ist natürlich für ihn eine Herausforderung. Ohne Teppicherkennung gibt er jetzt natürlich zu wenig Gas und kann den Dreck nicht intensiv genug reinigen. Empfohlen wird auch, aber das ist auch wie bei den meisten Robotern der Fall, man soll dunkle Bodenfläche, dunkle Bodenbelege vermeiden, da sie hier natürlich erkennen können oder denken, sie könnten abstürzen und somit greift dann der Absturzsensor, den er natürlich auch auf der Unterseite hat. Den zeigen wir euch nachher nochmal im Detail. Er schafft Höhenunterschiede, gerade Türschwellen oder auch Teppiche bis zu 2 cm. Das ist für ihn kein Problem. Zeigen wir euch nachher auch nochmal von unten, wie hoch die Räder sind. Kann man sich das ganz gut nochmal ein eigenes Bild darüber machen. Das Saugergebnis, wie schon erwähnt, finde ich echt gut. Preislich liegen wir bei dem Yedi Hybrid 2 aktuell bei 299 €, wobei es ihn auch schon für 240, 260 gab mit Aktionsgutschein. Da muss man immer mal schauen. Den Kauflink tun wir euch natürlich in die Infobox, sodass ihr da immer den aktuellen Preis habt. Könnt ihr da immer mal nachschauen. Ihr könnt natürlich mit der App auch verschiedene Sachen machen. Hier habt ihr sie mal, hier seht ihr sie mal, wir blenden sie euch ein. Wir haben gerade mal eine Bereichsreinigung gemacht, dass er hier mal über den Teppich fährt. Deswegen ist dieser Bereich auch speziell markiert. Ihr kriegt auch angezeigt, wie lange er schon reinigt und wie viel Quadratmeter Raumfläche er im Prinzip schon gereinigt hat. Hier kann man jetzt auch mal umstellen. Ich stelle ihn jetzt gleich mal auf Turbo. Jetzt hört ihr, er gibt natürlich deutlich mehr Gas. Ihr habt wie gesagt 3 verschiedene Stufen, die ihr einstellen könnt. Das wäre jetzt so eine Intensivreinigung, wenn es stark verschmutzt ist. Ansonsten, wie wir es am Anfang hatten, war die normale Reinigung. Ihr könnt auch einen Reinigungsplan natürlich erstellen, wie bei den meisten Saugrobotern. So, jetzt reinigen wir den Bereich nochmal, jetzt aber nicht in der Standard-Saugkraft,
sondern mit der Turbosaugkraft. Mal schauen, ob er da den Rest auch noch rausholt. Jetzt muss er da nur einmal hinfahren. In der App seht ihr auch immer, wo sich euer Roboter befindet. Jetzt peilt er schon mal den Weg an, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt geht er schön über den Dreck drüber. Und siehe da, er hat auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr aufgenommen. Natürlich verliert er an Saugkraft auf so einem Teppich. Aber das sollte ja klar sein. In der App habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die Lautstärke der Sprachmeldung zu regeln. Schön ist auch, dass hier eine richtige deutsche Stimme vertont worden ist und keine Computerstimme. In den Reinigungseinstellungen könnt ihr natürlich auch einstellen, eine kontinuierliche Reinigung, der Nicht-Stören-Modus zum Beispiel, dass er nachts oder so nicht reinigt. Alles das ist mit der App hier möglich. Ansonsten habt ihr in der App auch die Möglichkeit, natürlich verschiedene Bereiche zu kennzeichnen. Da kommen wir gerade nicht drauf. Ich gehe mal über die Kartenverwaltung. Hier könnt ihr auch dann verschiedene Räume markieren, die ihr nur reinigen soll. Am Anfang, wenn ihr den Roboter neu habt, misst er sich in eurem Raum ein. Hierzu braucht so ein System, was über Deckenerkennung arbeitet, ungefähr 4 bis 5 Anläufe. Darauf weist euch auch die App darauf hin. Wenn ihr nach dem ersten Anlauf schon sagt, hey, der hat meine Räumlichkeiten gut erkannt, könnt ihr das auch schon übernehmen und dann hinterlegt er diesen Raum als Grundriss. Umso öfters er natürlich fährt, umso genauer kann er den Raum abtasten. Ihr könnt auch in der App virtuelle Grenzen setzen. Das zeige ich euch jetzt hier mal. Klar, er hält jetzt an, weil man jetzt zum Beispiel eine Grenze setzen könnte. Für eine virtuelle Grenze müsst ihr einfach nur auf virtuelle Grenze tippen, schon kommt der Balken und jetzt könnt ihr einen Bereich, den ihr zum Beispiel ausblenden. Das wollen wir jetzt aber nicht. Also lassen wir ihn weiter reinigen. Achso, was ich hier noch gesehen habe, genau, ihr könnt nämlich auch nur fürs Wischen einen Bereich blockieren, zum Beispiel jetzt hier in dem Fall einen Teppich oder für Saugen und für das Wischen. So, das löschen wir weiter mal und dann geht es weiter. Er beginnt dann auch wieder weiter zu reinigen, weil wir die Einstellungen abgeschlossen haben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Aktiviert außerdem die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn neue Videos von uns online gehen. Jetzt zeigen wir euch mal die Wischfunktion. Hierzu befüllt ihr einmal den Wasserbehälter mit Wasser natürlich. So, das genügt schon. Einmal Deckel zu. Das kommt dann auf den Roboter unten wieder drauf. Und dann habt ihr auch im Lieferumfang dabei natürlich ein Reinigungstuch und noch normale Wischtücher. Das klipst ihr dann auch einfach unten rein. So. Er erkennt, dass die Wischplatte sogar drauf ist. Das ist schon mal von Vorteil. Und jetzt lassen wir den mal auf einem Boden fahren. So, jetzt testen wir ihn mal mit der Wischfunktion. Ich stelle mal in der App die Wasserdurchflussrate auf hoch. So, er hat sich schon durchnässt und beginnt jetzt mit der Reinigung mit dem Wasser. Natürlich ist es nicht dazu gedacht, um verklebte Stellen zu reinigen. Es ist wirklich einfach nur gedacht, um mal den leichten Staub, der sich noch auf dem Boden befindet, einfach mal feucht aufzuwischen, aufzunehmen. Die Saugkraft habe ich jetzt auf Standard gelassen. Auch hier können wir hochgehen natürlich, dass er stärker saugt. Und die Wasserdurchflussrate stelle ich jetzt mal auf Mittel. In der App habt ihr auch noch die Wischeinstellungen. Zum Beispiel, dass er nur wischt. Wenn diese Funktion aktiv ist, schaltet der Roboter die Saugfunktion beim Wischen des Bodens aus. Das machen wir mal an. So, jetzt muss er sich gerade nur einmal befreien aus unserem Kamerastativ. Und jetzt geht's los. Die Bürsten rotieren natürlich noch, aber er hat keinerlei Saugfunktion jetzt mehr. Er wischt jetzt einfach nur noch über den Boden drüber, so wie wir es auch gerade wollen. Wie schon anfangs gesagt, hat der Wischbehälter eine Füllmenge von 250 Milliliter.
Das reicht natürlich, um wirklich mal kurz auf Böden durchzuwischen. Hier kann man natürlich auch auf Laminat wischen. Falls ihr euch wundert, dass er jetzt abgebrochen hat, er hat natürlich das Problem, dass wir ihn gerade überall hin und her tragen. Er hat ja eigentlich seine Räume erkannt, fährt die ordentlich ab und fährt dann zur Station zurück. Dadurch, dass wir ihn jetzt immer von Raum zu Raum tragen, ist er natürlich verwirrt und weiß nicht mehr hundertprozentig, wo er ist. Bedeutet für uns, wir müssen dann eine neue Einmessung machen, was er natürlich dann, wie vorhin schon beschrieben, bis zu 5-mal durchführt. Hier seht ihr mal das Reinigungstuch, dass es durchnässt ist. Hier kann man das auch jetzt einfach abziehen von der Platte. Macht die Platte dann auch einfach ab, die ist ja nur reingeklipst. So, jetzt könnt ihr natürlich euer Reinigungstuch dann auch auswaschen und reinigen. Mit im Lieferumfang dabei sind auch normale Wischtücher, die ihr zum Beispiel anstatt des Wischtuches drauf machen könnt. Bei einer normalen Saugreinigung würde er halt dann nochmal über eure Oberflächen drüber fahren und auch mal leichte Haare oder sowas mitnehmen. So, den Wassertank dann einfach nur einmal reindrücken, damit könnt ihr ihn lösen. Und dann könnt ihr das überschüssige Wasser auch wieder ablassen. Wichtig ist, er darf nur mit Wasser, reinem Wasser reinigen, kein Spülmittel oder irgend sowas reintun. Das würde natürlich die Schläuche und die Pumpe hier drinnen nicht lange mitmachen und das Wischergebnis wäre auch nicht von Vorteil. Wie gesagt, es ersetzt kein hundertprozentiges Reinigen des Bodens. Immer nochmal natürlich mit einem richtigen Wischmopp und mit einer Kraft nachreinigen, gerade für verklebte Stellen. Wo wir ihn schon mal umgedreht haben, seht ihr jetzt von unten auch die Absturzsensoren. Hier hat er an der Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiermit erkennt er Treppenabgründe, sodass er dort natürlich nicht runterfällt. Genau, manchmal kann es auch sein, dass die App meldet, dass diese Stellen verschmutzt sind. Klar, hier sammelt sich Staub, Dreck an, diese dann reinigen, sodass er wieder einwandfrei den Boden reinigen kann. 2 Bürsten sind mit dabei, hier im Zubehör keine weiteren. Erstmal ein bisschen schade, weil die meisten Hersteller liefern dann 2 nochmal mit dazu. Könnt ihr aber auch als Ersatz natürlich nachkaufen. Ja, habt ihr einmal links und rechts markiert, ganz schön gemacht mit Rot, dass man die auch nicht falsch setzt. Und auf der anderen Seite mit Grün. So, die Räder habe ich auch noch angesprochen. Können einen Höhenunterschied von bis zu 2 cm ausgleichen. Das ist schon enorm, also gerade so Türschwellen oder Teppiche, wie vorhin schon erwähnt, sind damit kein Problem. Hier unten haben wir die Walze drin, die kann man auch natürlich rauslösen zum Reinigen. Hier sehen wir mal vorhin unseren gelben Teppich. Hier sind natürlich auch gelbe Fasern dran und Haare, die sollte man natürlich auch regelmäßig entfernen, sodass das Saugergebnis auch immer ein sehr gutes ist. Im Lieferumfang dabei auf der Rückseite, wo sich auch euer Staubbehälter befindet, habt ihr hier oben auch eine Reinigungsbürste mit einem kleinen Messer. Damit könnt ihr jetzt an der Bürste dann auch die Haare durchschneiden und halt auch mit dem Bürstenkopf auch reinigen. Jetzt zeige ich euch nochmal den Staubbehälter. Na, bleibt stehen. Den haben wir hier. Sieht verdächtig ähnlich aus dem D-Board. Um es genau zu sagen, es ist exakt der baugleiche. Wahrscheinlich kommen die alle aus einem Werk. Von daher auch alles okay, alles gut. Hier ist unser Dreck, den er jetzt in dieser Aufnahme, die wir gestartet haben, alles schon eingesammelt hat. Das ist schon beachtlich. Man denkt gar nicht, wie viel Schmutz immer überall rumliegt. Mit dabei ist hier natürlich auch ein Filter, der sich hier drauf befindet. Den auch regelmäßig ausklopfen, auswaschen, trocknen lassen, sodass er immer wieder super gut funktioniert. Genau, zum Entleeren haben wir hier, wie beim D-Board jetzt auch, eine Klammer. Man öffnet die Klappe und kann den Müll entleeren. So, jetzt zeige ich euch nochmal hier oben, wo wir schon dabei sind. Hier ist dann der Haupt-An- und Ausschalter. Hier seht ihr auch euer WLAN-Signal, dass er verbunden ist mit eurem Internet. Zum Ersteinrichten, sagt euch die App aber auch, müsst ihr den QR-Code scannen, der euch in eurer App angezeigt wird. Dann haltet ihr euer Handy auf die Kamera und schon ist das Gerät registriert und beginnt mit dem Reinigen. So, jetzt gucken wir mal, ob der Jedi 2 Hybrid auch die Ladestation wieder findet, trotz der ganzen Verwirrung, die wir jetzt gerade gemacht haben. Ich drücke jetzt in der App auf Zurück zur Ladestation.
Oh, das sieht schon mal gut aus. Hätte ich jetzt ganz ehrlich nicht gedacht. Aber er macht zielstrebig den Weg zu seiner Ladestation. Beginn des Ladevorgangs. Perfekt, das hat funktioniert. Im Vergleich seht ihr jetzt mal das Saugergebnis mit einem normalen Staubsauger. Wir benutzen hier mal einen Dyson. Wie ihr seht, tut er sich auch schwer, sodass man hier eher manuell dran muss.